Krass nass! Die Tigerentenclub Sommerspiele 2019. Jede Menge Action, Spaß und gute Laune mit Jess und Johannes. Großer Finaltag bei den Tigerentenclub Sommerspielen 2019. Und natürlich wird es heute auch garantiert wieder so richtig krass nass. 12 Teams aus besten Freunden sind angetreten und es sind nur noch 3 Teams übrig. Sie haben es geschafft bis zur großen Finalsendung und sie wollen natürlich alle auch den Titel. Und wir rufen sie gleich rein. Hier sind Lara und Emma. Lena und Kaira. Und Skadi und Lara. Hallo. Hi. Jetzt gibt keiner mehr auf. Schön, dass ihr dabei seid. Die Frage ist, wer von diesen 3 Teams hat am Ende den Titel Krass Nass Champion 2019? Sind es vielleicht diese jungen Damen hier, Lena und Kaira? Also, dass ihr im Finale steht, muss man sagen, ist ein kleines Wunder, ja. Den Tagessieg gab es noch nicht. Dafür seid ihr auf dem Schleuderrad absolut unschlagbar. Und auch, wenn es mal nicht ganz so gut lief, habt ihr immer gute Laune gehabt. Ist das so ein bisschen, Lena, euer Geheimrezept? Ja, klar, weil die gute Laune hat uns auch motiviert und so. Und die wird euch auch durchs Finale tragen? Ja, hoffentlich. Mit Sicherheit. Immer vorne mit dabei, mehrfacher Tagessieger sind die 2 Mädels hier neben mir. Ihr seid so die geheimen Favoriten bei vielen, nehme ich an. Wie geht's euch dabei? Ist das ein sehr großer Druck? Ist das eine Motivation? Mögt ihr diese Rolle? Also es ist auch ein großer Druck, weil es kann alles passieren, wie wir in den vorherigen Runden gesehen haben. Das stimmt allerdings. Dann haben wir noch Emma und Lara da draußen. Eure Krass-Nass-Karriere, die war eine Achterbahn der Gefühle. Es gab auf dem Schleuderrad, da gab es dicke Krokodilstränen, ja. Aber ihr durftet euch auch zweimal über den Tagessieg freuen. Was habt ihr euch vorgenommen für heute? Ja, also wir haben uns schon vorgenommen zu gewinnen, aber wir müssen halt gucken, was passiert. Noch was hinzuzufügen, Lara? Ja, also wir versuchen es zu gewinnen, aber Zweiter ist auch okay. Was? Aber ich glaube, was man sagen kann, alle, die jetzt hier stehen, sind Gewinner, oder? Ich wollte gerade sagen, 1., 2., 3., das ist alles grandios. Nochmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr hierher gekommen seid. Leistung. Wirklich tolle Leistung von euch allen bisher. Es geht natürlich um den Titel Krass Nass Champion 2019, aber es geht auch um einen tollen Hauptpreis und das ist folgender. Das Gewinnerpaar, das fährt für 2 Tage in den Europapark nach Rust. Ihr übernachtet 2 Tage lang im Museumshotel Kronasar und erlebt als einer der ersten Rulantica. Das ist die neue Wasserwelt des Europaparks. Ihr zu Hause könnt natürlich auch was gewinnen, wenn ihr auf den richtigen Sieger von Krass Nass tippt. Einfach auf krassnass.de gehen, euren Tipp abgeben und mit ein bisschen Glück könnt ihr dieses coole Kajak gewinnen und jede Menge Action im Wasser haben. Viel Glück an der Stelle. Jetzt kommen wir aber zum Start unserer Finalsendung und im Finale ist natürlich alles noch mal so ein bisschen anders. Bolli, erzähl doch mal ganz kurz, was hast du dir überlegt für heute? Hallo Jess, hallo Johannes. Ich bin selbst heiß wie Frittenfett, das große Finale. Alle 3 Finalisten starten nacheinander in einen Parcours. Der schnellste ist dann direkt im Finale und die anderen beiden, die haben noch die Chance, im direkten Duell dann weiterzukommen. Ja, das bedeutet kein Schleuderrad mehr. Ein Team kann direkt das Ticket ziehen fürs große Finale im ersten Parcours. Also, jetzt zählt's und wir wollen uns den ersten Parcours anschauen mit Captain Krass Nass und Leichtmatrose Krass Blass! Achtung, fertig, krass, nass! Der erste Parcours unserer Finalsendung. Und da ist natürlich der rote Teppich ausgerollt, über den man schneller als der Leichtmatrose drüber fegen sollte. Danach wird's richtig schwer. Den Ball im Korb versenken. Gar kein schlechter Wurf von Krass Blass. Aber wenn das nicht klappt, rein in den Pool und einfach rein danken. Dann geht's für Spieler 2. Ratzfatz über die Megabälle drüber. Und danach rein alleine durchs Labyrinth. Anschließend zusammen über die Actionpiste. Drüber klettern und danach rein in die Tretautos. Eigentlich heißt zusammenbleiben, aber Krass Blass. Alte Knochen machen das Ganze scheinbar nicht mehr mit. Der Captain hängt ihn ab. Ist der schwerfällig unterwegs hier. Boah. Captain schon durch den Hindernispool. Der rutscht hier wie ein nasser Lappen, rutscht er hier runter. Solange er die Hose anbehält. Die Matrosenmütze ist weg und erst bei ihm stoppt natürlich die Zeit hier. Welche besten Freundinnen schaffen den Sprung ins Finale? Die Antwort gibt's jetzt.
Lena und Kaira setzen jetzt die erste Zeitmarke. Ihr startet als erstes Team in die große Finalsendung. Fühlt man sich jetzt anders im Finale? Ja, schon. Man ist ein bisschen aufgeregter schon, ja. Ihr könnt schon mal auf Startposition gehen und wie immer auf mein Zeichen geht's los. Achtung! Fertig! Krass! Nass! Die erste ultimative Challenge. Zuerst für Lena und Kaira. Lena bleibt hier sauber auf den Beinen. Ja, auch wenn der Ball hier den Korb verfehlt, dann eben rein ins Wasser. Schön hinschwimmen und reinstopfen. Jawohl. Kaira, jetzt auf geht's und rüber über die Megabälle. Sollte kein Problem sein, denn sie ist ja trocken geblieben, also nicht besonders rutschig. Klappt gut. Rein ins Labyrinth. Kennt sie es mittlerweile auswendig oder ist da weiterhin Verwirrung angesagt? Unser Kameramann auf jeden Fall auf Schritt und Tritt hinten dran. Aber sie scheint den Ausgang zu finden. Keine Orientierungsprobleme. Und dann zusammen auf die Actionpiste. Sie sind hier wirklich synchron unterwegs, Lena und Kaira. So sollten sie auch zusammen ins Ziel kommen. Das wäre natürlich optimal. Nicht wie eben bei Captain und Leichtmatrose, dass da Riesenabstände dann sind. Sie sollten zusammenbleiben. Lena und Kaira jetzt zusammen in die Tretautos. Und das schwere Ding in Bewegung setzen. Nochmal alle Power zusammennehmen. Kostet natürlich jetzt hier Kräfte. Aber es ist der erste Parcours im Finale. Wenn sie da nicht bis in die Haarspitzen motiviert sind, dann weiß ich auch nicht. 2 Lianen hängen bereit. Und drüber über den Krokodilsgraben. 2 Minuten rum. Kleinere Probleme, sich hier durchzurobben. Aber das sieht doch immer noch ziemlich synchron aus. Und Lena immer wieder mit einem Lächeln im Gesicht. So kennen wir sie. Super sympathisch. Und jetzt noch im Hindernispool. Wie bei den Pferden. Aber erst unten durch, dann oben drüber. Nochmal wie beim Limbo. Tanzen unten durch und auf zum Buzzer hier im ersten Lauf. Lena und Kaira natürlich mit der Bestzeit, die gilt's zu schlagen, von Lara und Emma. Fertig! Krass! Emma legt los, die hat lange Beine, entscheidet sich aber für den Tausendfüßlerlauf. Lara hat den Ball schon bereit. Auch sie trifft nicht, auch für sie heißt's schwimmen, hechten und stopfen. Und Lara jetzt über die Megabälle. Klasse, hat sie wieder die 7-Meilen-Stiefel geschnürt. Das geht hier wirklich in einem super Tempo los. Geht so weiter im Labyrinth. Auch hier hat sie ihren Kompass scheinbar richtig ausgerichtet. Da kommt der Kameramann kaum hinterher. Und erst 50 Sekunden rum. Jetzt zusammen im Team den Parcours möglichst synchron zeitgleich bewältigen. Minute jetzt rum. Und Lara bisschen voraus, minimal. Aber sie bleiben hier im Team zusammen. Auch wenn Emma so ein paar Meter Rückstand hat. Sie wartet noch, Lara. Aber kann ruhig schon Gas geben, wer weiß. Vielleicht ist Emma später ja schneller. Also warten, finde ich, ist nicht die richtige Taktik, sondern immer Gas geben. Auch hier natürlich in der Dschungelwelt. Das Blas als Gentleman mit den Lianen in der Hand.
Wir sind hier bei knapp 2 Minuten. Emma mit leichten Problemen. Nochmal alle Kraft zusammennehmen. Auf geht's, Emma. Und jetzt nur noch durch den Hindernispool. Schmerzfrei durchtanken. Jawohl. Noch einmal unten durch, auch wenn es brennt in den Augen. Komm, auf geht's. 2:30, das ist die Bestzeit. Jetzt fällt die Entscheidung durch Lara und Skadi. Achtung, fertig, krass, nass. Geht's nochmal eine Nummer schneller? Kann Lara hier nochmal ein anderes Tempo einschlagen? Super schnell hier rüber. Ja, da war Skadi noch gar nicht bereit, um ihr den Ball zu überreichen. Sie wirft einfach selbst, aber wirft zu weit. Da muss sie ein bisschen weiter schwimmen als die anderen, aber ist natürlich immer noch relativ schnell unterwegs. Jetzt Skadi. Wie gesagt, Speedy Gonzales hier. Normalerweise kommt sie hier gut rüber. Oh, rutscht ein bisschen ab und sie fällt. Sie muss hier zurück. Als Erste hier im ersten Finallauf muss sie nochmal über die Megabälle drüber. Wie viel Zeit hat es jetzt gekostet? 45 Sekunden und die anderen waren bei 50 schon durchs Labyrinth durch eben. Lara und Emma. Natürlich hat sie jetzt hier den 6. Gang mal mindestens eingelegt. Ja, Minute rum. Knapp 13 Sekunden hinter Lara und Emma. Wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, können sie es hier wieder reinholen. Die sind eigentlich immer mit die schnellsten, wenn es rein um die Geschwindigkeit geht. Aber der eine Fehltritt hier auf dem Megaball könnte vielleicht hier den Einzug in den nächsten Lauf kosten. Wie gesagt, ein Team schafft es jetzt direkt und die anderen beiden müssen nochmal gegeneinander antreten. Platz 2 und Platz 3. Lara legt schon los. Sie macht's besser, wartet nicht auf Skadi. Nicht, weil sie keine Teamplayerin ist, sondern weil die Zeit von Skadi auch wieder reingeholt werden kann. Zum Beispiel hier in der Dschungelwelt, wenn sie schnell unterwegs ist. Jetzt nicht nochmal einen Fehler erlauben im Krokodilsgraben, aber auch Skadi ist hier unfallfrei drüber. Zwingt sich jetzt hier richtig durch. Alles geben. Und hier ist sie besonders schnell bei den Treppenstufen. Ja, obwohl sie hier diesmal dann doch nochmal abrutscht. Jetzt nochmal durch den Hindernispool. Wie die Pferde auf der Koppel oben drüber. Und dann nochmal ein Schaumbad nehmen. Augen und Mund zu, bitte. Sonst wird's natürlich eklig. Wo kommen Skadi und Lara jetzt raus? Handtücher für euch. Wir schauen auf die Zeit von Skadi und Lara. 2 Minuten 36. Das heißt, Lara und Emma sind schon im Finale. Ihr habt es geschafft, Mädels. Herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt euch ausruhen. Die anderen beiden Teams müssen nochmal antreten. Genau, und zwar im direkten Duell. Wo es folgendermaßen abgeht. Spieler 1, hier krass nass. Er klimmt den Kletterfelsen. Spieler 2 schwimmt danach im Monsterpool und taucht nach einem Seestern. Wir zeigen alles nur ganz kurz. Danach geht's wieder über die Megabälle und für den Teamkollegen durch den Hindernispool. Danach über die Actionpiste. Wieder den Ball rüberspritzen durch den Ekelpool. Und Krass Plus, der wagt sich dann nochmal in die Dschungelwelt. Danach nochmal durch den Hindernispool und ausgepumpt endlich zum Buzzer. Danke, Captain Krassnass und Leichtmatrose Krass Blass. Das sah schon mal ganz gut aus. Ich glaube fast, dass ihr das noch ein bisschen besser hinbekommt, denn diese 4 Kandidaten, die ihr hier seht, die hatten wir in dieser Konstellation schon mal. Ja, allererste Sendung war das Platz 1 und Platz 2. Jetzt Krass. treten sie gegeneinander an und ein Team davon zieht dann das Ticket für den letzten Finalrun. Skadi und Lara, wie sieht's bei euch aus? Was sagt der Bauch? Ich bin ganz, ganz doll aufgeregt. Ja. Und Skadi, du? Ich auch richtig nervös. Ja. Ihr schafft das, das Man wird gut. weiß schon gar nicht mehr, was man sagen soll, oder Lena? Ja. Wie geht's euch gerade? Also ich bin zum Beispiel ziemlich aufgeregt. Also ich habe Schmetterlinge im Bauch, aber ich hoffe, ich werde dir noch los. Geht an den Start. Seid ihr soweit?
Okay. Viel Glück. Achtung. Fertig. Krass nass. Skadi links im direkten Duell mit Kaira rechts. Wie die Affen im Zoo, mega schnell hoch. Da rutscht Kaira ab. Und Skadi schon mit leichtem Vorsprung. Gibt hier wie immer mega Gas. Das Abklatschen mit Lara. Die ist im Monsterpool schon auf der Suche nach einem Seestern. Kurz mal orientieren, abtauchen und schnappen. Und sie hat ihn gesucht und gefunden. Lena jetzt auch auf Tauchstation, hat auch den Seestern, aber ein bisschen zurück. Lara, die geht jetzt schon auf die Megabälle. 1, 2, 3, 4. Obwohl sie total nass ist, hat sie es geschafft. Schon beim zweiten Wechsel, Lara und Skadi. Lena jetzt auch ohne Fehler über die Megabälle und Skadi schon im Hindernispool. Jawohl, da ist sie schon durch. Ein einziges Auf und Ab sozusagen. Und Skadi schon am Klettern. Und da kommt aber Kaira. Könnte jetzt so ein bisschen aufholen auf der Actionpiste. Und sie ist, Skadi, wieder auf den Fersen. Sie muss hier irgendwo richtig Zeit gut gemacht haben. Jetzt geht's gleich runter zu den Schläuchen. Kommt der Blick auch mal zurück von Skadi. Die spürt hier quasi den Atem von Kaira schon. Nimmt sich jetzt den pinkfarbenen Ball hier. Und einmal kräftig spritzen. Kaira jetzt auch schon. Dabei nicht optimal getroffen. Da hält der Ball von Skadi und Lara fast an. Jetzt hat er aber die Bande erreicht. Kaira ist noch am Spritzen. Und jetzt kommt Lara nochmal. Einmal durch die Dschungelwelt. Ja, das sind hier keine großen Abstände. Das sind vielleicht 2-3 Meter. Schafft's Lara hier, ihren Vorsprung ins Ziel zu retten? Oder kommt Lena nochmal ran? Hier ist sie auch durch. Das wird ganz eng hier. Wer schafft's gegen Lara und Emma ins Finale? Lara, schon im Hindernispool. Da dürfte doch eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Lara ist schon durch die letzte Luke durch. Und jetzt zum Buzzern. Ding vorbei. Wahnsinn! Boah, wir warten noch. Lena, komm! Zieh's durch zu uns! Lara und Skadi habt es geschafft. Ihr seid im großen Finale mit dabei. Boah, ihr wart so nervös am Anfang. Ihr habt so viel Energie gehabt. Mann, 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 Wie Mann, krass Mann. habt ihr bitte schön aufgeholt, Kaira? Wo hattest du auf einmal die Kraft her? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wie war die Erfahrung, hier mitzumachen? Ihr habt das super gemacht. Also es hat mega Spaß gemacht. Ich bin echt froh, dass ich da mit war. Und ich glaube, es hat mir einfach die Kraft gegeben, weil es mir so Spaß gemacht hat, einfach drüber zu laufen. Wie schön. Was ist dein Fazit von Krass Nass 2019? Ja, es war einfach mega cool, hier dabei zu sein. Ihr wart auch mega cool und könnt ich freue so mich sehr, dass zufrieden ich in glückliche Gesichter gerade schaue. Vielen, vielen Dank. Aber ein Titel, um den geht's jetzt noch. Krass Oh ja. Nass Champion 2019. Skadi und Lara haben sich dafür qualifiziert. Da hinten wartet aber schon die Konkurrenz. Lara und Emma. Ja. Also jetzt zählt. Das ist der Moment, auf den wir lange gewartet haben. Jetzt ja. gibt es gleich die Antwort auf die Frage, wer wird Krass Nass Champion 2019? Emma, Lara oder Skadi und auch Lara. Kurz vor dem Start des letzten Parcours. Wie geht's dir gerade, Lara? Ich bin sehr aufgeregt. Emma, was sagst du? Ich bin auch sehr aufgeregt und habe Angst. Auch wenn ich den anderen richtig gönne und trotzdem froh bin, auch wenn wir Zweiter sind. Das ist Sportsgeist. Ja, hier drüben wird auch schon getippelt bei Skadi und Lara. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin mehr als aufgeregt. Mehr als aufgeregt. Und Skadi, du? Also mir geht es eigentlich auch so wie Emma, aber ich habe auch am meisten Angst vor den Megawellen und vom Schwimmen. Dann geht in Position. Es ist der entscheidende Lauf. Jetzt geht es um alles. Die Tröte ist bereit? Oh ja. Okay, Der letzte Lauf. Achtung. Alle Daumen sind gedrückt für euch. Achtung, fertig, krass, Nass! Das Finale ist eröffnet. Und Lara links, wow, wie von der Tarantel gestochen, fegt sie hier hoch. Emma mit leichteren Problemen, hat sich vielleicht zu lang ausgeruht im Strandkorb.
Lara und Skadi, die müssten eigentlich mehr Kräfte auf der Strecke gelassen haben. Den steckt der zweite Parcours hier natürlich noch in den Knochen. Jetzt auf dem Floß. Lara mit dem Blick zurück. Und jetzt abgeklatscht mit Skadi. Die darf hier ihre Schwimmkünste zeigen. Nur Brustschwimmen, kein Kraul bei Skadi. Ist nicht das ganz große Tempo, glaube ich. Aber sie hat hier noch den Vorsprung von einer Poollänge. Jetzt das Abklatschen bei Lara und Emma. Können Lara und Emma hier wieder aufholen? Skadi, wie gesagt, die ist eigentlich immer schnell unterwegs. Wie viel Kräfte hat sie wirklich liegen lassen, aber sie springt hier über die Megabälle drüber. Diesmal kein Fehler. Gerade eben hat sie noch den Fehler gemacht. Sie scheint hier voll auf der Höhe zu sein im Finale. Ist schon im Labyrinth. Jetzt kommt hier Lara. Auch ohne Fehler. Über die Megabälle. Skadi ist schon raus, übergibt an Lara und die andere Lara, die ist noch im Labyrinth. Lara mitten in der Actionpiste. Jetzt gibt's das Abklatschen. Jetzt darf Emma wieder. Das ist schon ein gehöriger Vorsprung, den Lara und Skadi hier haben. Da ist sie schon. Jetzt geht's nochmal die Tigerenten-Rampe hoch. Am Seil. Nochmal hochziehen. Hat sie ein bisschen Probleme. Jetzt kann Emma vielleicht aufholen. Da kommt sie angerannt. Sieht aber auch schon so ein bisschen ausgepumpt aus. Lara hat schon gebimmelt. Jetzt Auge in Auge, Lara und Emma hier auf der Tigerentenrampe. Auch Emma Probleme auf der Tigerentenrampe und jetzt hier Skadi im Pool. Sie muss den Gummistiefel finden im Ekelpool. Emma erklimmt hier langsam die Rampe. Einmal läuten und jetzt wird auch die Schlussphase eingeläutet. Skadi hier hat den Gummistiefel noch nicht gefunden. Das sind wirklich die letzten Meter, aber sie findet ihn einfach nicht. Jetzt sind sie hier zeitgleich im Pool. Lara, kann sie überholen? Findet sie als Erste den Gummistiefel? Zieht sie vorbei? Wo ist der Stiefel? Da hat sie ihn! Das gibt's ja nicht! Sie hat den Stiefel gefunden. Es ist das Überholmanöver von Lara. Hängt hier wirklich alles in einem Stiefel? Mir zieht hier die Schuhe aus. Das gibt's doch nicht, dass das alles an diesem verflixten Stiefel hängt. Aber Lara ist jetzt vorne. Kaum zu glauben. Der Vorsprung war doch so riesig. Aber das ist eben krass nass. Da hängt manchmal eben alles an einem Gummistiefel. Hier rutscht sie nochmal ab. Gibt's nochmal die Chance, für Skadi ranzukommen. Da ist sie schon. Aber für Lara sind es nur noch 3 Stangen. Drunter, drüber und einmal drunter. Und die letzten Meter. Und das ist der Sieg. Lara und Emma, ihr seid krass nass Champions 2019. Herzlichen Glückwunsch. Spannendes Finale. Das gibt's überhaupt nicht. Hier, bitteschön. Unfassbar, erst hinten gelegen, dann Mein aufgeholt. Meine Gott. Güte, herzlichen Glückwunsch. Aber Lara, komm her, du hast es geschafft. lass es raus, Lara, lass es raus. Gott, war das spannend. Hier. Aber auch nochmal ganz großen Respekt, Skadi und Lara. Mega toller 2. Platz. Lara und Skadi, was ein Team. Wie geht's euch? Eigentlich sehr gut. Ja. War halt Glück mit dem Stiefel. Das macht es auch spannend, dass man irgendwie immer noch mal aufholen kann. Ihr habt es gerade gezeigt, ihr habt so hinten gelegen und dann noch mal aufgeholt. Also Wahnsinn. Wir haben so mitgefiebert, das war mega spannend. Lara, wie geht's dir denn jetzt? Ihr habt's geschafft. Du und Emma, ihr seid krass nass Champions. Richtig gut. Aber das dauert halt viele Jahre dann. Herzlichen Glückwunsch nochmal und ihr habt euch nichts vorzuwerfen. Ihr wart so unfassbar sportlich, so schnell. Und wir hoffen sehr, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Hatten wir auf jeden Fall. Das war sehr lustig. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das Ja, war so 1000 eine Dank. coole Staffel Krass Nass Alles 2019. dabei, oder? Mega, mega gut. Wenn ihr zu Hause
richtig getippt habt auf den Tagessieger. Klickt euch mal rein auf krassnass.de. Und natürlich Ihr könnt das Kajak gewinnen. Da steht es. Und checkt nach unserer Instagram-Seite. Unbedingt mal nachschauen. Da gibt es Statements von allen Kandidaten. Bei uns wird jeder krass nass. Ja, jeder wird nass. Wenn ihr Lust habt, wieder dabei zu sein, nächstes Jahr 2020, könnt ihr euch jetzt schon bewerben auf krassnass.de. Wir sagen danke fürs Einschalten. Vielen Dank an das fürs ganze Team. Reinklicken. Ja. Macht's gut, wir sehen uns wieder bei Krass Nass.